Ihr kennt doch das Gerede. Die Regierung ist Mist. Alle Parteien sind gleich und die da oben wollen sich nur bereichern. Ich wähle jetzt aus Trotz mal was Verrücktes. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Willkommen im Jahr 2025. Aber Moment, das hatten wir doch schon mal. Und es endete nicht besonders gut. Also, wie konnten damals, vor nicht mal 100 Jahren, plötzlich die Nazis in Deutschland an die Macht kommen? Und was hat das mit heute zu tun? Hallo Leute, falls ihr hier neu seid, ich bin Herr Müller und erkläre euch Schulwissen einfach und kompakt. Perfekt für Prüfungen, Referate oder einfach zum Durchblicken. Los geht's! Der 24. Oktober 1929, der schwarze Donnerstag. An der New Yorker Börse brachen die Aktienkurse zusammen und weil Deutschland sehr stark von den amerikanischen Krediten abhängig war, Stichpunkt Dawes-Plan und Young-Plan, knallte die Krise auch hier voll rein. Ein Jahr später, also 1930, gab es ungefähr 3 Millionen Arbeitslose. 1932 lag die Arbeitslosenquote bereits bei fast 6 Millionen. Das war fast ein Drittel der Erwerbsbevölkerung. Viele Leute verloren alles, ihre Jobs, ihr Erspartes und ihren Glauben an die Demokratie. 1929 hatte Deutschland noch 20.000 Banken. Nach der Krise 1932 waren 12.000 davon pleite. Bankensterben Deluxe. In der Weimarer Republik lief es jetzt richtig schief. Die letzte normale Regierung, also die Große Koalition unter Kanzler Hermann Müller, zerbrach im März 1930 an einem Streit über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen reichten die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung nicht mehr aus. Die Parteien SPD und DVP konnten sich nicht einigen. Die einen wollten die Beiträge erhöhen und die anderen wollten die Leistungen kürzen. Das Ergebnis war, dass das Bündnis, auch Koalition genannt, zwischen diesen beiden Parteien zerbrach. Danach begann die Zeit der Präsidialkabinette. Das heißt, Kanzler Brüning regierte per Notverordnung, also ohne Mehrheit im Parlament, sondern mit Erlaubnis von Reichspräsident Paul von Hindenburg, der nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung in Krisenzeiten Notverordnungen erlassen konnte. Dieser Artikel war eigentlich als Ausnahmeregel gedacht, wurde nun aber zur Gewohnheit. Diesen Artikel solltet ihr euch für den Geschichtsunterricht auf jeden Fall merken. Der Reichspräsident Paul von Hindenburg erließ allein 1932 66 Notverordnungen. Das Parlament brachte im selben Zeitraum gerade mal 5 Gesetze durch. Das Parlament wurde so schleichend entmachtet und viele Bürger verloren das Vertrauen in die Demokratie. Hinzu kam, dass die Präsidialkabinette weder demokratisch legitimiert noch besonders beliebt waren. Kanzler Brüning verfolgte eine strenge Sparpolitik, sogenannte Deflationspolitik, mit Kürzungen bei Sozialleistungen und Lohnsenkungen. Das verschärfte die Krise weiter und machte extremistische Parteien wie die NSDAP und die KPD immer stärker. Während die Regierung nicht mehr wirklich wusste, was abgeht, schwang sich die NSDAP zum Retter auf. 1928 erzielte die NSDAP bei den Reichstagswahlen nur 2,6%. Aber bereits 1930 kam der Boom. Mit 18,3% wird sie zweitstärkste Partei nach der SPD. Und im Juli 1932 wird die NSDAP mit 37,3% die stärkste Partei überhaupt. Und was ist ihr Erfolgsrezept? Angst schüren, einfache Antworten liefern und extreme Nationalpropaganda. Hitlers Partei war 1932 die erste politische Bewegung, die eine regelrechte Flugzeugtour durch ganz Deutschland machte, ganz nach dem Slogan Hitler über Deutschland. Heute würde man sagen, eine extrem aggressive Promotour. Trotz Wahlerfolgen war Hitler noch nicht am Ziel. Im November 1932 verlor die NSDAP leicht an Stimmen, von 37,3% im Juli auf 33,1%. Damit blieb sie zwar stärkste Partei, aber sie hatte keine absolute Mehrheit. Keine Partei schaffte eine stabile Mehrheit am Reichstag. Die Demokratie steckte in einer tiefen Krise. Neuwahlen jagten sich, das Parlament war blockiert und die Regierung regierte durch Notverordnungen am Parlament vorbei.
Das politische Chaos spiegelte sich auch auf der Straße wider. Fast täglich kam es zu Straßenschlachten zwischen den politischen Gegnern, vor allem zwischen der SA, der Kampftruppe der NSDAP, und dem Rotfrontkämpferbund, der kommunistischen Straßentruppe. Auch die Polizei war oft involviert. Allein 1932 wurden bei diesen Auseinandersetzungen fast 500 Menschen getötet, ein regelrechter Bürgerkrieg auf der Straße der Republik. Viele Menschen hatten das Gefühl, dass die Demokratie nur noch für Instabilität und Gewalt steht und sehnten sich nach Ordnung und Sicherheit. Dieses Klima nutzte Hitler gezielt aus. Die NSDAP präsentierte sich als Retter vor dem Kommunismus und versprach, mit harter Hand für Ruhe zu sorgen, auch wenn das auf Kosten der Demokratie ging. Und dann wurde es richtig verrückt. Der Ex-Kanzler Franz von Papen, politisch eigentlich erledigt, aber einflussreich im Hintergrund, hatte einen Plan. Er schlug Reichspräsident Paul von Hindenburg vor: Lass uns Hitler zum Kanzler machen, den kontrollieren wir schon. Das war ein Riesenfail, denn Hitler nutzte diese Position sofort aus, um die gesamte Macht an sich zu reißen. Hindenburg, damals 85 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen und von der ständigen politischen Krise ermüdet, stimmte dem Plan zu, obwohl er Hitler eigentlich ablehnte. Entscheidend war auch der Druck aus Industrie, Militär und konservativen Eliten, die Hitler für ein nützliches Werkzeug hielten, vor allem zur Bekämpfung der Kommunisten. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Weimarer Republik war damit nicht offiziell beendet, aber die Zerstörung der Demokratie nahm ihren Lauf. Und was wirklich krass ist, Hitler kam nicht durch einen Putsch an die Macht, sondern komplett legal, durch die Ernennung des Reichspräsidenten. Er wurde nicht gegen das System eingesetzt, sondern aus dem System heraus und nutzte es dann, um es abzuschaffen. Okay, fassen wir den Aufstieg der Nazis zusammen. Wirtschaftliche Krisen, eine schwache Demokratie und zunehmende politische Radikalisierung. Das ist eine gefährliche Mischung. Viele Menschen wählten aus Angst, Wut oder Verzweiflung extreme Parteien. Und wer damals dachte, ach, die meinen das nicht so ernst, der hat später einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Und heute? Wirtschaftsprobleme, Krisen, politische Extreme. Na, klingelt da was? Die Geschichte zu kennen, heißt die Zukunft besser zu verstehen und auch besser gestalten zu können. Also schaut genau hin, was eine Partei wirklich will, wenn sie an die Macht kommt. Nicht nur auf die Parolen, sondern auch auf ihre Taten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal, um das nächste nicht zu verpassen und im Unterricht richtig abzuliefern. Vielen Dank und bis bald, dein Herr Müller.